Freunde, schön, dass ihr da seid. Heute möchte ich mir ja schon fast so einen kleinen Traum erfüllen, würde ich sagen. Ich zeige euch, worum es geht. Hier ist meine Schleif-Area. Ihr seht schon, es ist das komplette Chaos. Und ich möchte hier Struktur reinbringen und vor allem, das Beste, eine kleine Absauganlage installieren. Den passenden Staubsauger habe ich schon. Ich habe mir jetzt noch Rohre und Ventile besorgt. Und ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Ich kann es kaum erwarten, Freunde. Bevor es aber losgeht, muss jetzt erstmal ein bisschen aufgeräumt werden. Los geht's! Okay, das ist das neue Layout. Falls ihr euch fragt, ob man so viele Schleifgeräte braucht, nicht unbedingt, ich finde es aber mega gut, verschiedenste Geräte zu haben. Der kleine ist für Kleinkram, der hier hat richtig fett Power, der ist super für Rundung und mein selbstgebauter hier perfekt für lange Stücke. Da kommt man nicht so super ran, da habe ich aber schon eine Idee. Der hier ist ein bisschen hoch, kann ich aber erstmal nicht ändern. Der hier ist einfach wunderbar, genau wie der. Die Kapi steht natürlich hier, habe ich in beide Richtungen richtig Platz. Ich kann die auch noch vorziehen und dann auch schön lange Teile sägen. Ich glaube, das ist ein super Layout, um drauf aufzubauen. Ich finde es jetzt schon so gut, wie das alles da steht. Wir fangen an mit dem hier. Hier kommt man überhaupt nicht gut dran. Ich will den aber auf jeden Fall so hinstellen, damit er wenig Platz hier auf dem Tisch einnimmt. Deswegen, Freunde, Auszugsschienen. Vielleicht kennt ihr das, ihr wollt so einen Auszug befestigen oder ein Scharnier oder so. Und das ist halt wichtig, dass das wirklich exakt passiert. Deswegen nutze ich so einen selbstzentrierenden Bohrer. Dann kann ich die Schraube perfekt positionieren. Die Teile verbinden sich, ohne zu verrutschen. Stellen wir uns mal vor, wir haben das ein bisschen schräg gebohrt. Hier wollen wir die Schraube jetzt eindrehen. Und dadurch, dass die Schraube konisch ist, zieht sich das Material und das Bauteil dann zusammen. Und im schlechtesten Fall halt nicht so, wie wir es haben wollen. Deswegen Zentrierbohrer, mega praktisch. Alternativ kann man sich auch mit so einem Holzbohrer behelfen. Einfach ganz vorsichtig im Loch sich ein bisschen bewegen. Und dann bekommt man auf jeden Fall auch eine super zentrierte Markierung. Alles schön verspannt und dann ist das super easy. Nice! So. Hä, was hab ich denn jetzt gemacht hier? Okay, nicht schlimm. Falsch rum angeschraubt, schnell gemacht. Klassiker bei Auszügen hier, das ist immer irgendwas. So, das macht schon mehr Sinn. Werkbank-Extension. Schöne Blende und einen Griff noch dran. Fertig, schnell gemacht. Boah, geil. Gut massiv das Ganze. Super Massive Stability Stuff. Freunde, so gut, ey. Ich bin gerade hier an der Abdeckung für die Absaugung. Das Loch muss noch zu und jetzt pass auf. Ey, ich hab's nicht zugeschnitten. Einfach aus dem Lager genommen. Set the spirit. Achtung. Ist ja wohl mega. Geil! Moment. Leute, das Teil ist einfach mega. Ich muss hier noch einen Schalter einbauen und das noch ein bisschen zumachen. Aber das mache ich irgendwann anders. Ey, so geil, ne? Und jetzt zack.
Ah ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Jetzt ist es so, ich habe einen Staubsauger, aber sehr viele Schleifgeräte. Aktuell, ich will was sägen, nehme den Schlauch, schließe ihn da an. Dann will ich was schleifen, ziehe ihn ab, gehe zu dem jeweiligen Gerät, packe ihn da an und immer so weiter. Das nervt natürlich mega, deswegen möchte ich, dass alle Geräte untereinander verrohrt sind und mit Ventilen nur das Gerät geöffnet werden kann, was auch gebraucht wird. Ich habe mir einen Haufen Rohre besorgt, 50 mm und passend dazu diese Absperrschieber hier. Ganz einfach, zack, zack, kann man auf und zu machen. Kann die auch aufschrauben, was ich schon gemacht habe hier. Zum Reinigen. Die Dinger kann man natürlich sehr einfach selber bauen, hatte ich jetzt aber einfach keinen Bock drauf. Ich habe gerade andere Prioritäten und ich finde, die sehen so cool raumschiffmäßig aus, oder? Also, los geht's, installieren. Die Teile sollen immer rechts von der Maschine installiert werden, ungefähr so. Nachteil, die haben keine Wandbefestigung, deswegen muss ich mir jetzt mal kurz was überlegen. Das Ganze soll ja ordentlich belastbar werden, deswegen nehme ich das hier, 3 mm Stahlprofil. Das kommt dann hier dran. Ich will diese vorhandenen Schrauben hier nehmen, verlängere ich ein bisschen. Also, ich nehme längere Schrauben. Und es passt aber jetzt noch nicht, deswegen müssen wir hier so einen kleinen Ausschnitt machen. Mache ich mit dem Plasmaschneider. Ich habe schon eine kleine Konstruktion mir überlegt. Hätte ich natürlich auch mal vor der Replikation lackieren können, dann hätte ich nicht so viel Farbe verbraucht. Naja. Leute, richtig schön. Hier sieht man, passt es wunderbar. Weiter geht's. Jetzt lege ich die Positionen fest für die Schalter. Grob markieren. Und wenn ich alle Markierungen durch habe, dann kommt unser Laserfreund. Jetzt kann ich alle Markierungen schön anzeichnen. Und dann montieren wir die Dinger. Leute, ich feier's jetzt schon, ey. Freunde, wir alle kennen die Situation, Loch ist zu groß geworden, Dübel ist irgendwie ein bisschen wackelig, Schraube hält nicht. Was ich standardmäßig immer mitführe bei meinen Dübeln, sind einfach so kleine Resthölzer. Die sind perfekt, um sich einfach ein paar Keile davon abzuschneiden. Zack, müssen gar nicht mega dick sein. Und die stopft ihr dann einfach zwischen den Dübel und die Wand und gebt auch einfach ein bisschen Material mit in den Dübel rein. So, ein bisschen draufhämmern, den Rest einfach draufkloppen, abbrechen. Alles, was nicht reingeht. Teil festschrauben. Und dann ist das wesentlich stabiler. Das fühlt sich so gut an, ne? Einfach zack mit 2 Fingern. Boah. Okay, Verrohrung.
Leute, das bockt richtig. So, weiter geht's. Nächste Maschine. Ich lasse die Schläuche alle ein bisschen länger, dann kann ich hier die Maschinen auch ein bisschen vor und zurückziehen, wenn ich hier mal mit der Klappsäge arbeite oder so. Ist geil, Leute. Ja, schön Spaß. Leute, bevor alle ausrasten jetzt in den Kommentaren, ja, ich habe hier 90 Grad Winkel verbaut. Ich achte schon drauf, dass sonst überall die Luft schön gleichmäßig durchgezogen wird. Bei der kleinen Maschine macht das, glaube ich, keinen großen Unterschied. Und Leute, eins, ne, nur weil ich das so mache, heißt es überhaupt nicht, dass das das Beste ist. Es ist meine Methode, meine Variante. Diese Teile sollen übrigens auch gar nicht so gut sein, haben mir schon ein paar Leute, hallo, auf Instagram geschrieben. Die können sich wohl festsetzen, dann muss man die sauber machen, pipapo, keine Ahnung. Ich habe jetzt alle verbaut, werde das testen und wenn es ein Problem gibt, dann werde ich halt eine Lösung dafür finden. Ich halte euch auf dem Laufenden diesbezüglich. Komm, wir machen schon mal einen kleinen Test hier. Es lebt, Freunde! Für den Kollegen brauche ich jetzt noch einen Adapter. Ich habe noch einen alten von der Kappsäge, aber der passt ganz knapp nicht. Ich dachte, wir probieren das mal aufzudrehen, weil das ist eigentlich ein gutes Stück Holz noch. Problem ist nur, die Löcher sind versetzt. Müssen wir uns mal vorsichtig rantasten. Okay, das war zu viel, weniger. Ey, das Teil ist so solide geworden, ne? Hier müssen wir uns noch was überlegen. Ganz kurze Info übrigens, dieser Schleifstein hier, ich benutze den nicht, ja? Also der ist nur Masse, damit das Band hier ein bisschen mehr powert, wenn es in Bewegung ist. Vielleicht cover ich den mal ein oder so, irgendwas muss ich mir überlegen. Da finden wir doch bestimmt noch ein Reststück Blech. Easy, safe. Wuhu! Zwischendurch mal ein kleiner Test, oder? Hinten mache ich noch eine Kappe drauf. Ich werde das System nämlich wahrscheinlich noch erweitern. Die Kreissäge und die Fräse sauge ich in Zukunft mit 2 Staubsaugern ab. Den einen habe ich ja gerade angeschlossen, der geht zum Hauptstaubsauger. Und die untere Absaugung mache ich über den Staubsauger, der schon im Tisch verbaut ist. Das ist so ein kleiner Standard-Hausstaubsauger. Der ist an den Zyklon angeschlossen. Unten ist das Staubfass. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, mit einem Staubsauger oben und unten abzusaugen. Das ist halt nicht so richtig geil, deswegen nutze ich jetzt beide Staubsauger. Ich habe natürlich auch alles nachgerechnet vom Stromverbrauch. Mit dem anderen Staubsauger bin ich schon über 3000, fast 4000 Watt. Das kann ich nicht an einer Steckdose betreiben, deswegen werde ich es über 2 Sicherungen hier laufen lassen, damit natürlich auch alles safe ist, Leute. Und damit ich die untere Absaugung auch von der Fräse und der Kreissäge untereinander vertauschen kann, kommen da jetzt auch so Ventile dran, Leute.
Das ist so geil, weil hier direkt der Anschluss ist und da die Fräse sitzt. Ey Leute, mega genial. Das Beste, Freunde, die passenden Gegenstücke hatte ich noch oben. Können wir es einfach schön adaptieren. Und fertig. Ist das geil, Leute. Haha! Okay, ich habe es gerade alles zusammengebaut. Ey, das ist so geil, ne? Schön verbunden die Stangen und jetzt kann man hier vorne halt ziehen und hinten gehen die Ventile auf. Einfach nur mega gut. So, alles angeschlossen. Wunderschön ist das. Ich möchte den Staubsauger jetzt eigentlich gar nicht mehr bewegen. Der soll da stehen bleiben und fertig. Mein Staubsaugerschlauch ist allerdings nur 3 Meter, deswegen werde ich den jetzt noch mal ein bisschen verlängern, dass ich ja noch überall in der Werkstatt saugen kann. Irgendwas für den Schlauch jetzt. Ich glaube, ich habe noch so einen alten Dachrinnenhaken. Jetzt kümmere ich mich noch ein bisschen um Storage für Schleifpapier, da habe ich auch was Schönes. Hier ist jetzt der Staubsaugerschlauch. Die Schleifgeräte sind hier oben. Eigentlich zu weit entfernt. Ich werde die jetzt nochmal abbauen und dann hier an diese Fläche bauen. Damit es einfach alles ein bisschen schneller geht, man nicht hin und her laufen muss. Effizient, effizient. Man muss seine Entscheidung auch mal revidieren können.
So, jetzt nochmal ein bisschen mehr Storage und dann ist die Ecke eigentlich fast fertig. Es gibt eine Maschine, da gefällt mir die Farbe nicht, Leute. Ist auch nichts gegen den Hersteller oder so, aber ich mag die Farbe einfach nicht. Ich habe auch schon einen kleinen Farbtest gemacht. Ich werde da gar nichts anschleifen, nichts grundieren, einfach draufklatschen und fertig. Viel besser. Leute, es wird so schön. Noch ein paar kleine Details, denn eine liebevolle Einrichtung ist mir sehr wichtig. Leute, ich bin fertig, ich kann es kaum glauben. Ich habe gerade nochmal alles verkabelt. Alles läuft zu einer Einschaltautomatik von diesem Staubsauger, sodass der Staubsauger automatisch angeht, wenn ich eine Maschine aktiviere. Was für ein massives Upgrade, Leute. Alle Maschinen. Ich kann sie einfach absaugen jetzt. Mit einem Hebelzug. Es ist ein Traum einfach, der wahr geworden ist. Freunde, vielen Dank fürs Zugucken. Es war ein ganz wunderbares Projekt, finde ich. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Lasst ein Abo da. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, kommt gerne zu Patreon. Das wird mir dieses Jahr nochmal besonders helfen, mehr Content zu produzieren und zu überleben. Q&A. Was ist deine erste selbstgebaute Sache, an die du dich erinnern kannst? Geile Frage, als Kind halt, ne? Also das Geilste, was ich mit Lego mal als Kind gebaut habe, war auf jeden Fall eine Mäusefalle, eine Lebendfalle. Und mit dieser Falle, also ich habe so einen Käfig gebaut mit diesem Mechanismus, weiß nicht, wie alt ich da war, aber ein Kind halt. Und ich habe 9 Mäuse damit gefangen. Ich glaube, die Maus hat gecheckt im Nachhinein, dass es halt eine Lebendfalle war. Die ist halt immer wieder gekommen und ich habe 9-mal die gleiche Maus gefangen. Aber ja, damals war es natürlich 9-mal eine Maus fangen. War ziemlich cool. Das Lego war ein bisschen angeknabbert danach, aber war sehr erfolgreich. Warum hängt in deiner Werkstatt eine Regenbogenflagge? Freunde, ganz einfach, damit sich möglichst viele Menschen hier wohlfühlen. Ich müsste die Flagge allerdings mal upgraden, da gibt es ja schon aktuellere Modelle. Meldet euch auch gerne bei mir, wenn ich noch Sachen verbessern kann, um viele Menschen abzuholen und viele Menschen anzusprechen. Welchen Beruf hast du gelernt? Ich habe Mediengestalter, Bild und Ton gelernt. Das ist quasi ja, so eine Grundausbildung im Bereich Kamera, Schnitt, Audio, Video. Mit 23 habe ich mich selbstständig gemacht. Ist jetzt schon, oh ja, ist schon ein paar Jahre her. Nein, ich bin schon 36, Leute. Das ist krass. Aber optisch natürlich, ne? Früher habe ich halt voll viele Werbefilme, Musikvideos und Dokumentationen und sowas gemacht. Das hier, ne, ist was völlig anderes jetzt übrigens. Ich nehme die Kamera und positioniere die innerhalb von 2 Sekunden und fange dann an. Ich will mich hier nicht bildgestalterisch irgendwie verwirklichen, sondern ich will Content producen. Vielleicht auch mehr dieses Jahr.
Und Freunde, vielen Dank, dass ihr meine Videos guckt. Ne? Ey, wir nähern uns den 40.000. Ist mega verrückt. Und es macht sehr viel Spaß, diese Videos zu produzieren. Ich hoffe, es macht euch Spaß, diese Videos zu gucken. Dementsprechend lasst mir Feedback da. Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss. Juhu.